Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Also hier bei uns in der Zoom-Erlebniswelt leben zurzeit 11 Schimpansen. Der kleinste ist der Koyo, der wird jetzt am 18., wenn ich das in Erinnerung habe, wird der 3 Jahre alt. Dann haben wir da 2 große Männer, das sind 2 Brüder. Die sind hier als kleine Schimpansen aus der Schweiz gekommen als Gruppe. Das war 2006, sind mittlerweile erwachsen. Wobei da der Yamu, der jüngere von den beiden Brüdern, jetzt das Kommando hier übernommen hat von unserer Truppe. Zurzeit sind sie jetzt natürlich bei dem schönen Wetter viel draußen. Im Winter sind sie natürlich sehr viel drin. Wir gucken, dass wir die Affen möglichst von morgens bis abends beschäftigen, eben durch Futter, Beschäftigung, dass wir Stocherkästen anbieten. Hier die Außenanlage von den Schimpansen, die ist ungefähr 1200 Quadratmeter groß, die ist naturbelassen. Und wenn man dann da auf diese Anlage schaut, wir hatten auch noch anfangs lebende Bäume draufgelassen, aber im Laufe der Jahre sind die von den Affen dann abgefressen worden, die Rinde abgepellt worden, da sind sie uns da leider eingegangen. Wir haben jetzt noch einen großen Baum, das ist eine Pappel, den konnten wir noch retten, da ist der Stamm noch in Ordnung gewesen, wo die Affen natürlich dann auch schon noch drauf rumklettern können. Weil so einen großen Baum ist logistisch natürlich eine sehr schwere Aufgabe, so ein Ding wieder auf die Anlage zu packen. Erstmal wiegen die ordentlich und ich hoffe jetzt mal so, gerade so ein großer Baum ist natürlich auch dann sehr interessant für die Affen, die können hochklettern, sie können von da oben fast über das ganze Zoogelände schauen. Ich hoffe, dass er noch einigermaßen lebt. Wenn wir dann die Anlage neu gestalten müssen, haben wir natürlich nicht mehr die Möglichkeit, aus technischen Gründen so große Bäume auf diese Anlage zu packen. Die Anlage ist naturbelassen, die ist von hinten bis vorne mit Sträuchern, mit Büschen, Gräsern. Da haben wir natürlich schon die Möglichkeiten, Körner und Sämereien zu streuen. Das machen wir immer morgens, dann haben die Affen mindestens eine Stunde was zu tun. Eben aus dem Gras, eben jetzt Haferflocken oder Erdnüsse oder sonst irgendwas rauszusuchen. Wir haben auch schon mal versucht, mal irgendwo Kräuter anzupflanzen. Das ist aber leider fehlgeschlagen. Das haben die Affen sofort gemerkt, oh, das ist aber lecker, und haben natürlich schon dann die kleinen Büschel, die wir da hatten, natürlich dann also sofort aufgefressen. Und da haben wir natürlich auch immer noch eine Interaktion bei den Tieren untereinander, was wir natürlich auch wieder zur Beschäftigung dient, dass wir da nicht so viel Langeweile haben. Es ist da manchmal auch viel Klopperei, dann denken die Leute schon, oh, jetzt brechen sie die Halle ab, weil die dann gegen die Schieber trommeln, und das ist auch nicht gerade leise. Aber daran sieht man aber auch schon mal, welche Kraft die Tiere haben. Wir als Tierpfleger werden niemals die Anlage ohne Schutz betreten, also nur sicher durchs Gitter oder Netze oder Scheiben getrennt. Wir haben zwar die Möglichkeiten, unsere Schimpis teilweise aus der Hand zu füttern. Das ist natürlich auch wichtig. Wir müssen auch mal hin und wieder mal Medikamente geben, wenn sie mal krank sind. Das ist aber alles kein Problem. Aber wie gesagt, man hat immer einen Schutz dazwischen, und wir werden da nie reingehen, weil Schimpansen gehören zur Kategorie sehr gefährliche Tiere und sind natürlich auch in der Lage, Menschen umzubringen. Also die Schimpansen, es gibt das europäische Haltungszuchtprogramm, da sind alle europäischen zoologischen Gärten angeschlossen. Der Grund ist, dass man die Tiere austauschen kann, dass es in der freien Wildbahn natürlich zum Austausch kommt. Es gibt jetzt eigentlich ein Stammbuch, ein Zuchtbuchführer über Schimpansen, wo man ganz genau weiß, wo welcher Schimpanse herkommt, wer die Großeltern sind, wer die Eltern sind die miteinander genetisch verwandt oder nicht. Und da versucht man natürlich europaweit dann zu gucken, dass man die Tiere, die nicht so weit verwandt sind, das lässt sich natürlich nicht verhindern, weil die Population ja schon zig Jahre auch in den zoologischen Gärten rangewachsen sind. Es gibt, soweit ich weiß, keine Wildfänge mehr, also kommt es da auch nicht mehr zum genetischen Austausch. Und dann wird dann eben über den Zuchtbuchführer geguckt, wo man die Tiere mal austauschen kann, wechseln kann. Wir haben jetzt auch einige Tiere schon abgegeben nach England und in andere Zoos. Wir haben dadurch dann aus Leipzig zum Beispiel 2 junge Weibchen bekommen, um die Gruppe wieder von der Blutaufmischung und von dem genetischen Pool einfach zu halten und gesund zu halten. Das Problem ist natürlich dann, Schimpansen leben in einer Familie, und fremde Tiere in die Familie zu integrieren ist immer ein schweres Unterfangen.
Das kann manchmal monatelang dauern, bis wir die Tiere dann wirklich zusammen haben. Es kann aber auch schief laufen und wenn es dann überhaupt nicht funktioniert, dann muss man dann eben sagen, man muss den Affen, der dazugekommen ist, oder den Schimpansen dann leider wieder abgeben. Aber bis jetzt haben wir das Problem noch nicht gehabt. Wir haben sie alle gut zusammenbekommen. Man merkt zwar, dass dann dominante Weibchen, die relativ auch jetzt von Anfang an bei der Gruppe da waren, die neueren Weibchen natürlich erstmal nicht so dulden. Die haben vom Rang her auch da nicht so viel zu sagen. Das wird aber untereinander bei den Affen selber abgestimmt, wie das da funktioniert. Da mischen wir uns überhaupt nicht ein, haben wir auch gar keine Chance. Und es klappt einigermaßen. Wie gesagt, unsere Sandra, die dabei ist, die ist von ganz von Anfang an dabei gewesen. Sie ist hier das dominante Weibchen. Sie hat auch das Sagen, auch den anderen Weibchen gegenüber. Und am besten kann man es wirklich erkennen, wenn wir füttern, dass sie erstmal komme ich und dann kommen alle anderen kommen später. Natürlich erstmal die großen Männer, die zuerst kommen. Und damit wir auch alle Tiere satt bekommen, füttern wir 5-6 Mal am Tag mit Streufutter. Wir gehen zwischendurch, werfen Futter, holen sie mal wieder rein. Und so gucken wir dann auch, dass die Kleinen, wir haben 2 kleine Männchen dabei, den Koyo und den Dayo, die sind 3 und 5 Jahre alt, dass die auch genug abbekommen. Und das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Man bekommt mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, aber sie werden alle satt. Und wenn wir dann hier eine Fütterung machen und die Besucher sehen, die Kleinen haben ja gar nichts abgekriegt, dann kommen die bei der nächsten Fütterung ein bisschen mehr. Und wir haben natürlich dann auch noch die Chance, wenn die Schimpansen in der Innenanlage sind, dann haben wir diese Stahlnetze, dass wir dazwischendurch immer noch die Chance haben, denen mal was, ein Leckerchen in die Tasche und denen das mal zuzuschieben. Man muss natürlich aufpassen, dass dann die Großen das nicht mitbekommen. Weil dann werden sie ganz schnell eifersüchtig, ne? Und dann gibt es natürlich Streitereien. Also man muss da schon immer aufpassen, wie die Affen auch gerade drauf sind. Die haben auch mal gute Laune, schlechte Laune, die haben alle ihren eigenen Charakter, so wie das bei Menschen bei uns auch ist. Und da muss man eben gucken. Und wenn sie gut drauf sind, dann ist gut. Und wenn sie mal nicht so gut drauf sind, dann bleiben wir auch weg, dann lassen wir sie in Ruhe. Meistens fängt der Stress immer von den großen Männern an. Dann können sie sich austoben, dann gehen wir weg. Wenn sie wieder ruhig sind, können wir wieder hingehen. Man kann denen in Ruhe und dann mal ein bisschen was zu fressen zuschüchtern. Ist auch morgens mit Tee, die bekommen morgens immer einen Tee zum Frühstück. Und dann müssen sie natürlich direkt drankommen. Die trinken auch aus Bechern, die bekommen dann ihre Becher. Und dann sitzen sie dann immer schön in Reihe und Glied, ne? Und dann haben sie schön alle ihren Becher. Und dann kann man dann schön, zack, den Tee da reinkippen. Man hat auch gleich die Chance, den Affen direkt vor sich sitzen zu haben. Man kann gleich gucken, hat der Verletzung, ist der sauber, ist der gesund, hat der Schnupfen. Und das sind dann immer die ganz wichtigen Kontakte, die man gerade auch zu den Affen haben muss. Sonst, wenn die weiter weg sind, sieht man manchmal so schnell nichts. Gerade so Erkältungskrankheiten und Grippe sind alles die sogenannten Zoonosen. Die können vom Tier auf den Menschen gehen und genau umgekehrt. Das sind ja nur mal Primaten. Und jetzt auch gerade im Corona-Zeitalter, sage ich jetzt mal so, wir arbeiten auch nur grundsätzlich, versuchen wir Abstand zu den Affen zu halten, nur grundsätzlich mit Handschuhen, mit Mundschutz. Gehört alles dazu. Also Hygienevorschriften sind jetzt im Endeffekt genauso wie bei uns auch. Und da müssen wir eben gucken, dass wir die Affen nicht anstecken. Das Problem, wir wissen das ja alle, dass in Afrika und nicht nur in Afrika, auch in Südamerika überall die Wälder abgeholzt werden, dass die Lebensräume, gerade von den großen Tieren, das sind ja eigentlich diese Stellvertreter, immer kleiner werden. Und für mich wird es darauf hinauslaufen, dass mal irgendwann mal, es wird gar nicht mehr so lange dauern, die Population in freier Wildbahn so zusammengebrochen ist, dass es dann wohl kaum noch Schimpansen in der freien Wildbahn gibt. Und dann ist der Restbestand, der wohl dann irgendwo überbleibt, das kann auch dann bei Gorilla, bei Orangs, Nashörnern ist zum Beispiel jetzt das nördliche Breitmaulnashorn ausgestorben, ist natürlich ein Indiz dafür, dass die Lebensräume weg sind, dass sie bejagt werden und dann wird es dann eben zu kommen. Deswegen gibt es auch dieses Erhaltungszuchtprogramm, dass man da guckt, dass man diese Art erhalten kann. Mit der Prämisse, in Zukunft eventuell auch mal wieder Schimpansen auswildern zu können. Was natürlich sehr schwierig ist, weil die Menschen gewohnt sind und dann eben, wenn man sie in freie Wildbahn setzt, dass sie dann da wahrscheinlich in die Dörfer gehen würden, den Leuten die Gärten und die Plantagen plündern. Das ist das große Problem in der ganzen Sache. Also man kann nicht unbedingt jedes Tier gleich wieder auswildern. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.